Ich hielt das in der Hand wie ein zerbrechliches Stück Vergangenheit. Die Ecken waren leicht abgerundet, die Farben schon ein wenig verblasst, aber das Lächeln darauf war noch so lebendig wie an dem Tag, an dem es aufgenommen wurde. Es war das letzte Bild von uns dreien. Ich, meine Tochter und meine Enkelin noch ganz klein. Und heute stand ich da, ein paar Schritte entfernt vom Spielplatz, wo sie lachte, schaukelte und mit ihrer Freundin Fangen spielte. Ihre Eltern saßen auf der Bank daneben, plauderten entspannt, warfen ab und zu einen Blick zu ihr rüber. Ich hatte lange überlegt, ob ich einfach hingehen sollte, ob ich mich vorstellen sollte oder es ganz lassen. Ich trat näher, das Herz klopfte mir bis in den Hals. Ich lächelte sie an, suchte nach einem Zeichen der Wiedererkennung. Doch bevor ich etwas sagen konnte, hörte ich die Stimme ihres Vaters. Sie hat schon einen Großvater dabei. Ein Satz, nicht laut, nicht aggressiv, aber wie ein Riegel, der leise ins Schloss fällt. Ich senkte den Blick, nickte kaum sichtbar und wusste, dass dies kein Ort für Diskussionen war, kein Moment für Erklärungen. Also tat ich das Einzige, was ich noch tun konnte. Ich ging auf sie zu, ganz langsam. Sie sah mich an, ein wenig verwundert, ein wenig neugierig. Ich reichte ihr das Foto, sagte nichts, nur ein stummes Lächeln. Dann drehte ich mich um und ging. Ich heiße Ernst. 72 Jahre alt, Rentner, ehemaliger Tischlermeister und bis vor ein paar Jahren noch Großvater mit ganzem Herzen. Ich war nie besonders laut oder auffällig, kein großer Redner, aber ich war immer da. Pünktlich, verlässlich. Der Typ Mensch, der den Kindern Schaukelpferde baute, an Weihnachten die Holzkrippe reparierte und am Geburtstag Kuchen brachte. Selbst gebacken, ein bisschen schief, aber mit Liebe. Meine Tochter sagte früher oft, »Papa, du bist das Herz dieser Familie.« Und ich glaubte das gern. Als meine Enkelin geboren wurde, war ich der Erste, der sie auf dem Arm hielt. Noch vor ihrem Vater, der damals im Stau stand. Ich weiß noch, wie ich weinte. Ganz still, weil ich nicht fassen konnte, dass ich dieses kleine Wunder erleben durfte. In den ersten Jahren war ich ständig da. Wickeln, spazieren gehen, Geschichten erzählen. Ich sang ihr immer ein Lied vor, das ich selbst nie ganz konnte. Aber sie lachte trotzdem jedes Mal. Dann kam die Distanz. Erst schleichend, dann spürbar. Ein Umzug, neue Freunde, neue Prioritäten. Plötzlich war ich nicht mehr der gefragt wurde. Nicht mehr der, zu dem man kam. Ich machte mir keine Vorwürfe, nicht lange. Ich dachte, das ist der Lauf der Dinge. Kinder werden groß, das Leben verändert sich. Aber im Stillen fehlte sie mir, jeden Tag ein bisschen mehr. Und heute, als ich sie wieder sah, ohne dass sie mich erkannte, da wurde mir bewusst, vielleicht war ich nicht nur vergessen worden, vielleicht war ich ersetzt worden. Heute sitze ich oft auf der kleinen Bank im Park, direkt gegenüber vom Spielplatz. Nicht, weil ich dort jemanden erwarte, sondern weil ich dort jemanden vermisse. Ich komme immer zur gleichen Zeit, kurz nach dem Mittag, wenn die Mütter mit ihren Kindern auftauchen, wenn das Licht weich wird und die Schatten länger. Manchmal sehe ich Mädchen in ihrem Alter, mit geflochtenen Zöpfen, bunten Jacken, wildem Lachen. Und für einen Moment ist alles wieder da. Ihre Stimme, ihr Kichern, wie sie mir einmal den Hut vom Kopf zog und rief, »Du bist jetzt der Zauberoper.« Ich spielte mit natürlich. Ich war gern ihr Zauberoper, aber heute ist da nur noch die Bank. Und ich. Neben mir liegt eine alte Stofftasche mit einem gerahmten Foto darin, das einzige, das wir zu dritt je gemacht haben. Ihre kleine Hand in meiner, die andere in der ihrer Mutter. Damals schien die Welt noch rund und verbunden. Zu Hause ist es still. Meine Wohnung ist ordentlich, fast zu ordentlich. Keine Spielsachen mehr in der Ecke, keine Flecken auf dem Teppich, kein Opa, darf ich noch einen Keks. Ich decke den Tisch trotzdem für 2. Aus Gewohnheit? Vielleicht. Aus Hoffnung? Wahrscheinlich. Die Uhr an der Wand tickt laut, der Kühlschrank summt. Und manchmal spreche ich laut mit mir selbst, nur um das Schweigen zu brechen. Ich frage, wie war dein Tag, Ernst? Und antworte, still. Aber ich war draußen, hab sie gesehen, von weitem. Ich lebe zwischen Erinnerungen und der Gegenwart, zwischen dem, was war und dem, was hätte sein können. Und der Ort, an dem ich wohne, ist kein Zuhause mehr. Es ist ein Archiv. Es war an einem Samstag. Ich war wieder im Park, wie so oft. Die Sonne schien schwach durch die Bäume, als ich sie entdeckte, an der Hand ihrer Eltern.
Sie war gewachsen. Ihr Haar war länger, ihre Schritte sicherer. Aber ihr Blick war immer noch der gleiche. Diese Mischung aus Neugier und Licht. Mein Herz schlug schneller. Ich wusste nicht, ob ich aufstehen oder sitzen bleiben sollte. Doch dann sah sie mich. Nur einen Moment lang. Und lächelte. Nicht unsicher. Nicht zögernd. Ein ehrliches, reines Lächeln. Sie zog am Arm ihrer Mutter und zeigte auf mich. Ich hörte nicht, was sie sagte, aber sie wollte offenbar zu mir. Die Eltern zögerten, flüsterten miteinander. Und dann kam der Satz, sie hat schon einen Großvater dabei. Als wäre ich ein überflüssiger Anhang. Ein Schatten der Vergangenheit, der stört, weil er die neuen Farben nicht versteht. Ich stand langsam auf, nicht weil ich gehen wollte, sondern weil ich nicht wusste, wie ich bleiben konnte. Meine Beine fühlten sich schwer an. Ich hatte mir diesen Moment so oft ausgemalt, und nie war er so still gewesen. Ich griff in meine Tasche, zog das Foto heraus. Ein Bild von uns dreien, vom Tag im Tierpark. Ihr kleines Gesicht an meine Schulter gelehnt. Die Sonne im Hintergrund. Ich trat langsam auf sie zu. Die Eltern blieben wie angewurzelt stehen. Die Mutter trat unmerklich einen Schritt nach vorn, als wolle sie mich aufhalten. Doch ich blieb ruhig. Sanft. Ich kniete mich hin, legte das Bild in ihre kleine Hand und sagte nur, das bist du. Und das war ein schöner Tag. Sie sah es an, mit großen Augen, als würde sie ein vergessenes Märchen entdecken. Dann drehte ich mich um. Ich hätte noch so viel sagen können. Über Vermissen, über Liebe, über die Zeit, die uns nicht fragt, ob wir bereit sind. Aber ich sagte nichts. Denn manchmal ist Würde leiser als Worte. Und Liebe bedeutet, loszulassen, bevor man gebeten wird zu gehen. Ich ging langsam durch den Park, denselben Weg, den ich so oft mit ihr gegangen war. Doch diesmal war jeder Schritt schwer. Kein Lachen neben mir, keine kleinen Hände, die nach meiner suchten, nur das Rascheln der Blätter unter meinen Füßen und ein Stechen in meiner Brust, das kein Alter kannte. Ich setzte mich auf unsere Bank, die, auf der sie früher mit baumelnden Beinen saß, während ich Geschichten erzählte. Sie war leer, kalt, und ich war müde. Nicht körperlich. Es war eine andere Müdigkeit, die Art, die sich in dein Herz legt, wenn du begreifst, dass du zwar noch lebst, aber nicht mehr in den Geschichten anderer vorkommst. Ich sah auf das Foto in meiner Hand. Es war noch warm von ihrer Berührung, aber auch das würde verblassen. So wie Erinnerungen, so wie ich. Ich fragte mich, ob es falsch gewesen war, zu hoffen, ob man irgendwann einfach aufhören sollte, jemanden zu lieben, der einen nicht mehr braucht. Ich senkte den Blick, nicht um zu weinen, sondern um nicht zu zerbrechen. Ich blieb eine Weile auf der Bank sitzen. Die Minuten verstrichen, doch in mir war plötzlich etwas anders. Kein großer Knall, kein helles Licht, nur ein leises Vielleicht. Vielleicht war das nicht das Ende. Vielleicht war ich nicht weniger wert, nur weil andere es nicht sehen wollten. Vielleicht war es an der Zeit, mein eigenes Kapitel zu schreiben, mit den Farben, die mir noch blieben. Ich stand auf, nicht so schnell wie früher, aber mit einem Gedanken, der mich stützte. Ich würde nach Hause gehen und nicht mehr auf Anrufe warten. Ich würde das Bild rahmen, nicht um zu trauern, sondern um mich zu erinnern. Ich habe gegeben, ich habe geliebt, ich war da. Und ich würde wieder erzählen, nicht für sie, für mich. Ich öffnete meinen alten Schreibtisch, nahm Papier und Stift, nicht um zu schreiben, was ich verloren hatte, sondern was ich war. Ein Mensch voller Geschichten, voller Wärme, voller Spuren im Leben anderer. Vielleicht würde ich irgendwann wieder jemandem begegnen, der zuhört, oder vielleicht würde ich mir selbst der beste Zuhörer sein, aber egal wie es kam, ich hatte wieder einen Schritt gemacht. 2 Tage später klingelte es an meiner Tür. Langsam ging ich zum Flur, erwartete den Postboten oder vielleicht einen Nachbarn. Doch da stand sie, das kleine Mädchen, mit zerzaustem Zopf, einem rosa Rucksack und einem Brief in der Hand. »Mama hat gesagt, ich darf selbst entscheiden«, sagte sie schüchtern. »Ich will dich trotzdem kennenlernen.« Ich schwieg. Mein Herz schlug wie wild. Dann reichte sie mir den Brief. Ihre Mutter hatte geschrieben, sich entschuldigt, erklärt, gezweifelt,
aber auch zugehört, was ihre Tochter wirklich wollte. »Ich habe das Foto behalten«, flüsterte sie. »Es war schön.« In diesem Moment begriff ich, manchmal reicht ein einziger kleiner Mensch aus, um das Herz wieder zu öffnen. Nicht laut, nicht dramatisch, sondern ehrlich. Ich beobachtete, wie sie durch den Flur ging, vorsichtig, neugierig, ein wenig unsicher. Und doch, mit jedem Schritt erinnerte sie mich an jemand anderen, mich selbst. Wie ich damals voller Hoffnung war, dass Liebe keine Bedingungen kennt. Ich dachte an all die Male, in denen mir gesagt wurde, sie hat schon einen Großvater. Aber niemand kann dir verbieten, jemandem wichtig zu sein. Du brauchst keine Erlaubnis, um Liebe zu schenken. Wir saßen später gemeinsam am Küchentisch. Ich machte Kakao, sie lachte, ich lachte. Und zwischen 2 Bissen Kuchen sagte sie plötzlich, »Du bist nicht wie andere Opas. Du bist wie ein der Märchenopa.« Ich musste schlucken, nicht wegen des Kuchens, sondern weil ich wusste, vielleicht war ich nicht ihr erster Opa, aber ich war derjenige, den sie gewählt hatte. Und manchmal ist das mehr wert als alles andere. Danke fürs Zuschauen.